Habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren? Da gab es so einen Kommentar hier unten drin, weil ich den Inline-Vent zur Seite rausleite. Ich weiß nicht, also Kontrollverlust. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wir können ja auch eine Abstimmung machen, wie hart ich die Kontrolle über mein Leben verloren habe. Schauen wir mal. Hi da draußen, mein Name ist Michi. Herzlich willkommen bei Mosartig. Und herzlich willkommen in unseren heiligen Hallen von Mosartig, dem Grow Keller. Ja, hier stehen unsere zwei Growboxen, befinden sich insgesamt 3 Cannabispflanzen drin. Ich komme mittlerweile total durcheinander, in welcher Woche welche ist. Ich habe es mir hier gerade nochmal extra auf dem Zettel aufnotiert. Ja, hier in unserem Grow Keller sind wir wirklich gut ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Ich bin froh, dass ich hier diesen Platz habe, da mit Waschbecken um die Ecke und einem Regal, wo wir nochmal einen Wasseranschluss haben, um uns das Gießwasser hier frisch abzuzapfen. Also was das angeht, sind wir wirklich echt gut aufgestellt. Das Problem ist nur, dass wir hier in einem unbeheizten Keller sind und ich mit so einem Stromheizkörper hier zusätzlich zuheizen muss. Und vor allem muss ich hier echt auf die Luftfeuchtigkeit achten. Ja, wenn ich hier jetzt gerade mal gucke, ich habe heute Morgen das letzte Mal gelüftet. Wir haben jetzt 20,2 Grad Celsius hier drin und eine Luftfeuchtigkeit von 63%. Das ist mir zu kritisch, das ist mir schon zu hoch, weil ich habe hier drin, ja, jetzt löst sich hier das Mikrofon fast. So, ich habe hier drin ja eine Pflanze, die in voller Blüte steht und das Schlimmste wäre für mich, wenn die anfängt Budrot zu bekommen, also wenn sich in den Blütenknospen Schimmel bildet. Deswegen muss ich hier wirklich penibel darauf achten, dass ich hier lüfte und das werde ich hier auch gleich machen. Aber vorher gucken wir uns nochmal jetzt an zu diesen Bedingungen, wie so das Klima in diesen beiden Boxen hier ist. Und dann werde ich hier erstmal richtig ordentlich durchlüften, damit hier sich keine Luftfeuchtigkeit drin staut. Ja, was haben wir denn in unserer Box Nummer 1 hier? Hier befindet sich unsere Pflanze Royal Haze Automatic von Royal Queen Seeds drin und die befindet sich gerade in Woche 9. Das ist unfassbar, ey. 9 Wochen, das ist so krass, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Und sie ist in der 6. Blütewoche. Da hat sich jetzt in den letzten Wochen, oh Gott, ihr werdet vielleicht schockiert sein, da hat sich einiges getan. Wir gucken es uns gleich an. Und hier in dem Grow-Zelt von Mars Hydro, hier unter unserer schönen FCE 1500 Lampe und in der Living Soil von Couple of Plants, sind jetzt 4 Wochen alte Pflänzchen drin. Die Purple Oreos F1 von Seedsman, die ich von Mahatma Ganja zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und die OG Kush von Royal Queen Seeds, 2 photoperiodische Cannabispflanzen, machen sich sehr gut. Ich habe sie vor kurzem getoppt. Wir schauen mal, wie weit sie jetzt gerade sind. Wie ihr ja mittlerweile wisst, weil ihr ja ganz fleißig alle meine Videos guckt, habe ich in jeder Growbox einen Switchbot stehen. Ein Switchbot, das ist ja, so eine kleine Box, die misst mir die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit und aber auch den CO2-Gehalt, der so in den beiden Boxen mit drin ist. Ihr seht hier einmal Spidey und Marcy. In dem Spidey sitzt hier unsere Royal Haze Automatic drin. Wir hatten es gerade eben gesehen, die Luftfeuchtigkeit außerhalb, die ist jetzt, ich gucke eben noch mal gerade drauf, bei 63%. Relative Luftfeuchtigkeit muss man dazu sagen, ja. Und hier drinnen im Zelt haben wir gerade 22,4 Grad Celsius und 59% relative Luftfeuchtigkeit bei einem VPD-Wert von 1,11. Jetzt muss ich doch noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel hier gucken. 1,11 wäre quasi für Mid-Late Flower. Oh, da sind wir nicht drin. Also wir müssen auf jeden Fall weiter runter, weshalb ich halt wirklich konsequent hier weiter lüften muss, um am besten in den Luftfeuchtigkeitsbereich bei der Temperatur von 50 zu kommen. Vielleicht 55 ist auch noch in Ordnung, aber ihr seht auf jeden Fall den Struggle, den ich hier unten im Keller habe. Ich habe hier zwar einen Luftentfeuchter stehen, aber ich scheue mich so ein bisschen wegen den Stromkosten, den anzuschmeißen. Das ist jetzt natürlich wieder so dieser Trade-off, ne? Werde ich jetzt Stromkosten nach oben treiben oder riskiere ich den Budrot? Im Marsi-Zelt, gucken wir da mal rein. Also Temperatur ist tatsächlich höher. Also die FCE 1500, die ballert hier nochmal ordentlich was mehr raus als die Lampe im Spidey-Zelt. Und wir haben hier eine recht hohe Luftfeuchtigkeit von 91%, das ist sehr hoch.
Liegt daran, dass da der Inline-Vent noch nicht läuft, aber den werde ich gleich mal anschmeißen, weil die Pflanzen jetzt in der 4. Woche, die brauchen nicht mehr so eine hohe Luftfeuchtigkeit, die sitzen ja jetzt schon in der Living Soil drin. Gucken wir uns gleich an. Also hier ist der VPD-Wert auch bei 0,29. Das ist schon zu hoch, da riskiert man noch andere Gefahren. Ne? Da kann sich dann Schimmel oder Mehltau oder sowas breit machen. Also schmeißen wir gleich den Inline-Lüfter an. Aber jetzt heißt es für mich erstmal Fenster auf, Türen auf und die Luftfeuchtigkeit absenken. Schauen wir also in unser Zelt Nummer 1. Die Pflanze Royal Haze Automatic, die jetzt 9 Wochen in diesem Zelt hier steht und in der 6. Blütewoche ist. Bevor wir jetzt uns gleich die Pflanze angucken, wir gehen dann gleich mit der Kamera noch eine Ebene runter, gucken uns hier nochmal diese vollflächige LED-Leuchte an. Die ist jetzt auf 75% gestellt, hängt auf 1 Meter. Die Pflanze ist etwa bei 60 cm, also wir haben 40 cm Abstand. Und die Pflanze steht bei so einer ppfD von etwas über 600 ppfD, was einer BMI von um die 40 entspricht. Was für das Stadium bei einer Automatic-Pflanze wohl auch vollkommen in Ordnung ist. Den Lüfter, den wir hier sehen, das ist so ein ganz normaler Standardlüfter, nicht von Mars Hydro, ne, aber wir kennen ja diese ganz normalen Clip-Ventilatoren. Das hier ist jetzt, ich sag mal so, die ältere Version. Er steht jetzt auf diesem Oszillationsmodus. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Stärke ich eingestellt habe. Irgendwas mittleres, 5 oder 6. Ne, aber pustet auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Und pustet hier so einmal eben über die Pflanzenkrone drüber. Nicht direkt auf die Pflanze, sondern dass die Luftfeuchtigkeit hier von den Buds letztendlich weggetragen werden kann. Hat jemand Buds gesagt? Apropos Buds, jetzt mache ich hier so einen richtigen Kamera-Swoosh-Effekt. Wow, wir gehen immer weiter runter. Nicht schockiert sein. Oder vielleicht doch besser schockiert sein. Ich bin es jedenfalls. Auf meine unerfahrene Art und Weise. Aber zunächst einmal gucken wir uns doch mal diese schöne Pflanze hier an. Ja? Die ich hier mit Low-Stress-Training, also es ist eine Automatic-Pflanze. Ich habe sie getoppt, deswegen fehlt hier diese Mittelbud. Ja? Habe ich hier nach der 4. Nodie abgeschnitten. Da gab es viel Kritik von vielen Leuten. Man schneidet keine Automatics zurück und man nimmt auch keine Blätter weg. Naja, ich würde jetzt gern wissen, wie die Pflanze aussehe, wenn ich es dran gelassen habe, aber hinterher ist man immer klüger. Wir werden auf jeden Fall noch den ein oder anderen Versuch machen, auch nochmal mit so einer schönen Royal Haze Automatic, wenn wir sie nicht trimmen. Aber gut, es ist meine erste Pflanze, mein erster Versuch und ich bin erstmal total glücklich. Ja, drehe sie ja einmal komplett rum. Könnt ihr richtig schön sehen, wie die Buds auch immer dicker werden. Ja. Ich mache natürlich zum Ende wieder Nahaufnahmen, auch durch meine kleine Lupe von den Buds. Das wird für mich als Privatperson schon, ich sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon eine ganz gute Ernte wird. Guckt euch das mal an hier, wie dick die langsam werden, diese ganzen Buds. Ja. So, und die Automatic-Pflanze, die stand jetzt auch die längste Zeit in ihrer aufgedüngten Erde, die wir hier abgemulcht haben. Und ich habe sie ja nur mit Leitungswasser gegossen, ne, das so eine Härte von 6 hat. Und das haben wir nachreguliert mit unserer Zitronensäure auf einen pH-Wert von 6,5. Und dann habe ich ja die ganze Zeit gesagt, ach, ich möchte jetzt unbedingt schauen, wie weit ich komme, ohne zu düngen. Aber ihr glaubt nicht, also jetzt innerhalb von einer Woche, ich filme jetzt mal von oben, guckt euch mal die Blätter an. Also ich weiß jetzt nicht, ja, ich weiß ja, dass in der Blütephase die Pflanze all ihre Kraft aus den Blättern zieht, um die Knospen hier richtig schön dick zu machen. Aber hier, also das Blatt ist einmal komplett, es knackt auch schon richtig, also die zieht gerade richtig Energie. Und ja, ich habe mir jetzt durch die Kommentare auch sagen lassen, ach komm, gib doch mal ein bisschen was an Dünger dazu, auch wenn es wahrscheinlich schon recht spät ist, um irgendwie Mangelerscheinungen stark zu verhindern. Dachte ich mir jetzt auch, ach, schaden kann es ja irgendwie nicht. Und so habe ich mir dann einfach gedacht, ich gebe jetzt von dem, ich habe es ja da, BioBloom und dem Kalmak, gebe ich nochmal was ins Gießwasser mit dazu, nach Gießplan bei Mangel. Und diese Bio-Dinger, die müssen ja sowieso erst nochmal durchs Mikrobiom in der Erde, sofern hier überhaupt was noch drin vorhanden ist, umgesetzt werden, bevor es der Pflanze zur Verfügung gestellt wird. Also ich denke mal, schaden wird es ihr jetzt nicht mehr. Im besten Fall vielleicht kriege ich nochmal ein Nanogramm oder sowas mehr raus.
Wir gucken uns gleich die Trichome nochmal zusammen an und dann bestimmen wir, ob wir vielleicht schon sagen können, ob wir im Laufe dieser Woche oder vielleicht nächster Woche ernten. Hersteller sagt in der 8. bis 9. Blütewoche. Wir sind jetzt in der 6. Aber ich weiß nicht, also wenn die Pflanze jetzt in der Geschwindigkeit mitmacht mit ihren Blättern, ja, gucken wir mal. Wir werden es dann sehen. Also wir sehen uns dann am Ende des Videos bei den Budshots von der Royal Haze Automatic wieder. Bis gleich, Pflanze. Und jetzt geht es natürlich weiter zu unseren beiden anderen Pflänzchen, die hier im Mars Hydro Zelt vor sich hin schlummern. So. Ich bringe euch jetzt auch erstmal auf die Ebene, wie beim anderen Zelt eben auch. Hier hängt unsere Mars Hydro FCE LED Lampe. Mit deren Funktion, hier, die wird ja über den iConnect U-Stick gesteuert, und die Regelung und die Steuerung und die Leistung ich jetzt sehr zufrieden bin, zumindest wenn ich das jetzt seit nach 4 Wochen schon so beurteilen kann. Und hier im Hintergrund, achso, ich soll ja noch ein bisschen was zur Lampe sagen, ne? Die hängt jetzt auf 1 Meter ungefähr, Pflanzen stehen bei 40, also die hängt recht hoch, diese hängt jetzt bei 60 cm. Ebenso 60% habe ich sie auch eingestellt, sodass die Pflanzen gerade eine ppfd von 450 haben. Hier im Hintergrund, das ist ja das Produkt, was ich heute mal zeigen wollte, auch deswegen gibt es jetzt hier natürlich auch wieder das Werbung. Das ist der Mars Hydro Ventilator, die neueste Version. Und der steht hier jetzt gerade, ihr seht, der macht nur ganz kurze Bewegungen so mal hin und her, weil der im Oszillationsmodus 45 Grad ist. Also das ist total cool hier. Der hat hier einen Einstellungsknopf, da kann man ihn einstellen, ob er 45 Grad oder eben 90 Grad den Winkel gibt. Mich stört es bei den älteren Ventilatoren, dass die auch immer mal so gegen das Zelt drücken und ich glaube, das ist nicht so besonders gut für die Mechanik. Also habe ich den einfach mal eben auf diesen 45 Grad gestellt und guck mal, wie schön der hier die Luft verteilt bekommt. Das neueste Modell hier hat auch an der Seite so einen RJ45er Anschluss. Das bedeutet, also über den Mars Hydro Controller lässt sich der auch steuern. Ja? Hier mal so ein kleiner Hinweis an Mars Hydro. Ich habe immer noch keinen Mars Hydro Controller, also kann ich den auch noch nicht steuern. Ich kann ihn aber über die Knöpfe sehr gut steuern. Also er hat auch 10 Leistungsstufen wie die älteren Klassen und hat zusätzlich eine Natural Wind Funktion in den Stufen 1, 5 und 10, in denen er dann quasi so wellenartig immer mal stark pustet, dann mal ein bisschen weniger und dann wieder stark pustet, also so wellenförmig, so wie das eben auch in der Natur der Fall wäre. Also wer ganz gerne seinen Pflanzen ein Stück Natur hier in der ganzen Technik geben möchte, kann das mal mit der Natural Wind Funktion von diesem Ventilator ausprobieren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das hier aktuell eingestellt habe. Aber da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Finde ich in jedem Fall sau spannend. Der Gute hier hat nicht 3, nicht 4 Flügelblätter. Nein, er hat 5 Flügelblätter bekommen. Was ihn einmal leiser machen soll. Ja, ich habe jetzt nicht die Ventilatoren nebeneinander gehabt und mal mit einem Dezibelmesser gemessen. Zumal ich glaube, dass ich das jetzt hier mit dem nötigen Equipment, also mit meinem iPhone, noch nicht richtig hinbekommen könnte. Aber er dreht hier seine Runden, er pustet. Ich finde ihn nicht unangenehm laut, zumindest auf der Stufe, wo er gerade ist. Genau, also 5 Wings für weniger Lautstärke und mehr Effizienz. Ist steuerbar über die App, wenn man denn diesen Controller von Mars Hydro hat, und hat diese Natural Wind Funktion und diesen einstellbaren Winkel, in dem er sich dreht. Ja, also bisher schlägt er sich ganz gut, aber er ist ja auch erst 4 Wochen im Einsatz. Ja, der Gute muss sich noch beweisen. Und jetzt geht es endlich mal ums Spannende. Wir gehen also wieder unsere Ebene nach unten. Denn hier befinden sich unsere 2 hübschen Pflänzchen in der Living Soil von Couple of Plants. Und für alle, die sich hier jetzt fragen, Mensch, was hat er denn da für komisches Unkraut? Habe ich in der Living Soil Folge erklärt, das ist so eine Kleemix-Mischung, die rundherum ausgestreut wurde. Und der darf jetzt noch ein bisschen wachsen. Ich werde den dann mit der Zeit irgendwann hier kürzen und dann hier drin liegen lassen. Das ist dann so eine Art Mulchmaterial auch, also verhindert, dass unnötig Luftfeuchtigkeit von der Erde verdampft und die Feuchtigkeit da bleibt, wo sie sein soll, nämlich in der Erde.
Ach, vielleicht mache ich das auch gleich, ne? Dass ich das eben mal hier abschneide, weil der kommt hier schon sehr hoch. Guck mal, der will schon raus. Der will hier schon wieder an die Wildnis. Klee ist imstande, atmosphärischen Stickstoff zu binden und unten an den Wurzeln einzulagern. Und das kommt natürlich hier unseren Schönheiten zugute. Diese Schönheit, die wir in diesem Töpfchen hier haben, nennt sich OG Kush. Ja, das ist unsere Pflanze von Royal Queen Seeds. Und ich nehme euch mal ein bisschen näher mit ran. Ich finde, sie wächst wunderbar. Also diese Pflanze hat richtig Energie. Geht jetzt auch richtig steil, seitdem sie hier in der Erde von Couple of Plants drin steht. Die habe ich getoppt. Hier seht ihr das. Nach der 4. Nodie habe ich hier oben abgeschnitten. Und jetzt steckt sie alle ihre Kraft in die Seitentriebe rein. Und sobald diese Seitentriebe hier etwas länger sind, ich hole mal was, komme ich hier mit meinen Erdankern an und werde diese Seitentriebe hier nach unten drücken, sodass die Seitentriebe nach da wachsen. Und diese kleinen hier, die hier rauskommen, die werde ich dann hier lang leiten, damit alle weiteren neuen Seitentriebe quasi hier schön buschig hochwachsen können. Ich mache das nach meinem großen Vorbild Mahatma Gandhi. Der hat da wirklich krasse Experimente mitgemacht. Diese Erziehungsmethode nennt sich dann Mainlining. Ja, ist eine Form des Low-Stress-Trainings. Ihr wisst, bei der Royal Haze Automatic habe ich das mit diesen Kunststoffclips gemacht. Hier werde ich jetzt dann erstmal das Mainlining mit diesen Erdankern versuchen und drückt mir mal die Daumen, dass das bei dieser OG Kush hier so gut funktioniert. Also ich bin absolut begeistert, wie hart die hier pusht. Also die geht schon mal ganz gut ab. Kommen wir zu unserer zweiten Lady hier mit im Zelt. Wächst ja unter gleichen Bedingungen. Das ist unsere Purple Oreos F1 von der Firma Seedsman. Ich muss jetzt noch mal das Handy aus der Halterung holen, weil ich ein bisschen näher ran will zu der kleinen. Schaut mal. Ebenfalls, genau wie bei der OG Kush, haben wir hier ein Topping durchgeführt. Oben, den Haupttrieb, habe ich abgeschnitten. Hier habe ich ihn abgeschnitten und hier habe ich ihn einfach ganz wild wie ein Gorilla oben abgeknipst mit meinen Fingern. Aber wir sehen, die kommt auch, die schiebt jetzt auch, konzentriert sich jetzt auch auf ihre Seitentriebe. Und auch bei der Purple Oreos F1 werde ich das Mainlining-Training genauso wie bei der OG Kush durchführen. Und genau, die Living Soil, da geht es ja darum, die möglichst im richtigen Feuchtigkeitsverhältnis zu halten. Ich habe ja die Stoffsäcke hier auf diesen Selbstbewässerungsstationen stehen. Hier sind so 2 Döchte drin, die stecken in der Flüssigkeit und über die zieht sich dann die Feuchtigkeit hier in den Topf rein. Und ich spüre das auch hier, ja, der Topf fühlt sich hier feucht an, wird dann hier ein bisschen trockener hier oben, ja. Das, was wir hier sehen, ist, dass oben ein kleines bisschen austrocknet. Das werde ich immer mit dem Pumpsprüher gehe ich immer mal abends lang und mache das ein bisschen feucht. Und ich denke mal, sobald wir aber den Klee hier kürzen und den hier drauf dann liegen lassen und verteilen, wird das so eine natürliche Mulchschicht geben. Und dann wird das auch weniger werden mit dem Verdunsten der Feuchtigkeit. Ja, habe ich hier drin ein Problem mit Söhnen, aka Trauermücken. Also ich habe, als ich die Anzuchterde hier noch mit drin hatte, habe ich so ein paar kleine von denen hier noch drin fliegen sehen. Aber jetzt, im fortgeschrittenen Stadium, kein bisschen. Also toi toi toi, zumindest die Living Soil von Couple of Plants scheint schädlingfrei zu sein. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Und weil ich hier jetzt gerade noch die Fenster und Türen offen habe, gucken wir mal. Wir hatten ja vorhin über 60 Luftfeuchtigkeit. Klar, die Temperatur ist jetzt auch gefallen, aber dafür habe ich ja den Heizkörper da in der Ecke stehen. Jetzt haben wir 54, relative Luftfeuchtigkeit, und so kann es auch bleiben. Und damit euch nicht zu kalt wird, mache ich Tür und Fenster jetzt wieder zu. So, meine lieben Freunde da draußen, das Video habe ich jetzt heute am Donnerstag aufgenommen. Vor uns steht also ein schön langes, freies Wochenende, weil Ostern ist. Und ich wünsche euch da draußen, dass ihr die freie Zeit schön mit eurer Familie und Freunden verbringen könnt. Und genießt es einfach alles. Ich schau mal, wann ich es rausbringe. Wahrscheinlich am Samstag wird das Video rauskommen. Also habt ihr dann noch 2 freie Tage. Also wünsche ich euch da draußen eine schöne Ostern und viel Spaß beim Eiersuchen.
Und wenn ihr da nicht dran glaubt, dann wünsche ich euch einfach eine schöne freie Zeit mit euren Freunden und eurer Familie. Wenn es hierzu Fragen gibt, Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Lasst mich wissen, ob ich mein Leben noch im Griff habe, weil ich den Lüfter ja da zur Seite raus schicke. Genau, richtig. Ja, mich würde es freuen, von euch unten in den Kommentaren zu hören. Und ich wiederhole nicht, aber alle, die noch nicht abonniert haben, würde es mich riesig von Herzen freuen, wenn ihr der ganzen Sache jetzt ein Abo geben würdet. Kostet ja nichts und ihr könnt ja auch jederzeit wieder gehen, zum Beispiel, wenn eines meiner Gartenvideos rauskommt. Genau. Also macht's gut da draußen, genießt das Wochenende und hoffentlich schönes Wetter und bis bald, euer Michi.